dich heute entschlossen hast, mit mir auf die Matte zu kommen und Zeit mit dir in der Bewegung, im Atmen, im Fühlen zu verbringen. Und meine Frage an dich als erstes, wie geht es dir jetzt gerade? Und für mich ist heute einer von diesen Tagen, wo alles nicht so leicht ist. Wo es sich heute Morgen so angefühlt hat, oh, jetzt aufstehen. Ich konnte heute Nacht nicht so gut schlafen, weil ich geblutet habe und starke Krämpfe hatte. Und eigentlich ist meine Energie gerade sehr am sich zurückziehen, sehr niedrig. Und doch weiß ich an diesen Tagen, dass manchmal, und das ist ein feiner Grat da reinzuspüren, dass manchmal, wenn wir dieses Bedürfnis haben, oh, da ist eigentlich keine Energie, ich möchte eigentlich mich nur unter der Decke einkuscheln und gar nichts machen. Ich weiß, dass für mich, gerade auch wenn ich wirklich Krämpfe habe im Unterleib, dass da manchmal Bewegung total gut tut und total lösend sein kann und auch mir zu mehr Wohlbefinden wieder hilft. Und deswegen ist meine Einladung heute an dich zu schauen, dass nur ein bisschen Bewegung, ein bisschen auch durch die Bewegung den Geist mehr in den Moment kommen zu lassen, mehr ins Hier und Jetzt, was das bei dir bewegen kann und vielleicht auch verändern kann. Und bei mir heute genauso. Und dann finde hier gerne erstmal deinen aufrechten Sitz. Guck nochmal, wenn du möchtest, dass du 2 Blöcke in der Nähe hast, vielleicht möchtest du sie nutzen. Vielleicht hast du auch 2 dicke Bücher stattdessen. Und komm hier in deinen Sitz. Lass deine Sitzbeinhöcker noch einmal sich richtig gut erden in der Unterlage unter dir. Zieh mit dem Einatmen deine Schultern weit zu deinen Ohren hoch und lass mit dem Ausatmen deinen Rücken herabgleiten. Und falls es sich für dich gut anfühlt, dann schließ hier gerne sanft deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und um heute hier zu landen, lass uns wie immer 3 tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen, bevor wir kurz einchecken und dann in die Bewegung, ins Atmen, ins Spüren gehen. Atme tief ein durch deine Nase, füll deinen Bauch, deinen Brustkorb mit neuer Luft. Halte am höchsten Punkt. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund, gern mit einem Seufzen, einem Geräusch. Tief ein durch deine Nase. Und ganz lösend aus. Lass da Klang entstehen, der gleichzeitig dein Nervensystem ein bisschen entspannen darf. Atme tief ein durch deine Nase. Atme noch mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier am höchsten Punkt deines Einatems in dieser Weite. Lass deine Schultern nochmal weich werden, dein Bauch sich entspannen, Beckenboden sich sanft zur Erde hin öffnen, Kiefer und Stirn gelöst. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Lass deinen Atem seinen ganz natürlichen Rhythmus wiederfinden. Sanft ein und aus durch deine Nase. Nimm dir hier einen Moment, um zu landen. In deinem Körper, in deinem System. In dem Zustand, in der Version, in der du jetzt gerade hier bist. Und daran brauchst du absolut nichts zu verändern. Es ist genauso gut und richtig, wie es jetzt gerade ist. Du bist genauso gut und richtig, wie du jetzt gerade hier bist. Und das Schöne beim Yoga ist immer, wir starten genau dort, wo wir gerade sind. Wir müssen nicht erst irgendwo ankommen, um mit der Praxis zu beginnen, sondern der Start ist immer hier und jetzt. Mit all dem, was du jetzt gerade in diesem Moment mitbringst. Oder eben auch nicht. Nimm einmal wahr, wie sich dein Körper heute anfühlt, wo du ihn spüren kannst. Die Verbindung zur Erde, die Luft auf deiner Haut. Andere Wahrnehmungen, individuelle Wahrnehmungen deines Körpers.
Nimm wahr, ob du heute viel Energie hast in diesem Moment oder wenig, wie sie sich anfühlt. Beobachte einmal, wie dein Geist heute hier ist. Aktiv, ruhig, mit vielen Gedanken, mit wenig Gedanken. Wirf auch einen liebevollen Blick auf deine Gefühlswelt. Schau mal, was für Emotionen, vielleicht ist auch eine ganz bestimmte, da jetzt im Vordergrund spürbar ist. Sehr gut. Dann bring von hier eine Hand auf deinen Herzraum, in die Mitte deines Brustkorbs, auf Höhe des Herzens. Eine Hand auf deinen unteren Bauch, so 2-3 Zentimeter unter deinem Bauchnabel. Und dann beginn hier tief in deinen Bauch ein- und auszuatmen. Lass deinen Bauch sich mit jedem Ausatmen vollständig Richtung Wirbelsäule zurückziehen. Deine Hand fällt mit deinem Bauch zurück. Und mit dem Einatmen schieb deine Bauchdecke, deine Hand nach vorne, dein Bauch wölbt sich aus, wird rund. Lass den Atem dabei ruhig durch deine Nase fließen. Oder du kannst auch ausatmen durch deinen Mund, wenn das gerade angenehmer ist. Wenn dann noch einmal ein Seufzen kommen möchte, ein Lösen. Dann komm hier tief in die ruhige, gleichmäßige Atmung durch deine Nase in deinen Bauch ein und aus. Atme tief ein in deinen Bauch. Vollständig aus. Atme ein in deinen Bauch. 2, 3. Weiter ein in die seitlichen Rippen. 2, 3. Ein bis in deine Schlüsselbeine, die Lungenspitzen. 2. Halte kurz. Aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine. Aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine. Aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Noch einmal so ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine. Kurzes Halten. Aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Lass die Hände auf deine Oberschenkel sinken, deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Spür einmal kurz nach. Den Effekt dieses vollständigen Atems oder auch des großen yogischen Atems. Maha-Yoga Pranayama. Atme hier noch einmal tief ein. Löse und seufzend aus, blinzel deine Augen auf. Dann kommen wir von hier einmal direkt ins Stehen. Komm auf deine Art und Weise zum Stehen. Schau, wie das für dich am besten funktioniert. Dann magst du kurz die Beine ausschütteln. Komm in deinen Stand, gerne hüftbreit auseinander. Die Füße. Roll nochmal die Schultern weit zu deinen Ohren hoch. Lass sie mit dem Ausatmen nach hinten sinken. Noch einmal so ein über vorne. Aus, lass sie sinken. Dann nimm Einatmen, deine Arme über die Seiten, weit über deinen Kopf. Ausatmend, Hände sinken vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme über die Seiten. Streck dich. Jetzt schaust du zu deinen Fingern und ausatmend mit sanftem Druck zwischen Fingerkuppen und Handflächen ziehst du deine Daumen vor dein Brustbein. Einatmend, hebst die Arme. Vielleicht ist da eine leichte Rückbeuge. Und ausatmend zentrierst dich wieder vor deinem Herzen, Anjali Mudra. Und dann schieb von hier dein Brustbein noch einmal gegen deine Daumen.
Wenn du magst, schließ gern kurz die Augen. Spür den Kontakt zu dir selber. Lass deine Schultern nochmal sinken, Steißbein sanft unter dich runtergezogen. Füße gut geerdet. Knie ganz minimal gebeugt, so eine Mikrobeuge, dass du nicht die Kniekehlen durchdrückst. Und dann spüre einmal deinen Herzschlag gegen deine Daumen. Vielleicht auch die Bewegung deines Brustkorbs gegen deine Daumen. Und dann nimm dir deinen Fokus, deine Intention für die heutige Praxis. Ich lade dich ein, wirklich diese Praxis heute, wenn du magst, eine Verneigung sein zu lassen. Eine Verneigung vor dir, eine Verneigung vor diesem auf die Matte kommen, voller Dankbarkeit und auch Stolz, dass du heute hier bist und gewählt hast, deine Zeit so zu verbringen, um wieder vielleicht mehr bei dir zu landen, dich mehr zu spüren. Einmal die Energie durchzubewegen, durch deinen Körper, wenn sie ein bisschen sich festgesetzt hat, wenn da ein bisschen das Gefühl von Lethargie oder vielleicht auch ein wenig apathisches Gefühl ist. Von eigentlich nur dieses Bedürfnis nach sich nicht bewegen. Und zu schauen, was sich verändert, wenn wir uns doch bewegen. Und unserem ganzen System die Chance geben, wieder ein bisschen durchspült zu werden. Atme hier tief in deinen Herzraum, in deine Intention. Füll sie mit Atem, mit Leben, mit Prana. Und atme lösend aus. Lass die Hände rechts und links neben dich sinken. Lass dein Kinn zum Brustkorb kommen. Und einatmen, roll einmal dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Weiter über hinten in den Nacken. Und ausatmen, linkes Ohr zur linken Schulter. Kinn zum Brustkorb. Einatmen, wieder einen ganzen Kreis hier drehen. Wenn ganze Kreise sich für deinen Nacken heute nicht gut anfühlen, dann bleib bei Halbkreisen über vorne, ist genauso fein. Und mach das langsam. Lass einen Kreis so lange dauern wie einen Ein- und Ausatmen. Lausch auf diese leisen Geräusche deines Nackens dabei, dieses Knistern. Jetzt dein Knacken irgendwo. Wenn du das nächste Mal mit deinem Kinn auf deinem Brustkorb landest, dann dreh in die andere Richtung. Nimm wahr, wie sich diese Seite anfühlt, diese Richtung. Und gerne jederzeit ein Seufzen, ein tieferes Ausatmen einladend. Entspann nochmal deinen Kiefer, lass die Lippen vielleicht auch auseinanderfallen, den Kiefer nach unten sinken. Noch eine Runde hier. Lande mit deinem Kinn wieder auf deinem Brustkorb. Greif einmal die Hände ineinander und einatmen. Schieb die Handflächen mir entgegen, Richtung Decke. Streck dich hier, werde ganz lang. Zieh dich in die Länge und lass die Schultern dann nochmal ganz bewusst sinken. Zieh die Schulterblätter deinen Rücken herab. Ellenbogen bleiben lang und gestreckt. Atme hier ein und ausatmen. Lehn dich rüber nach rechts. Schieb dazu den linken Fuß nochmal richtig gut in die Erde. Wenn du mehr möchtest, kannst du die Füße auch ganz nah nebeneinander stellen. Atme aus hier. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen, lehn dich nach links. 2, 3 Atemzüge hier. Atme aus. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, lass die Arme in so einem weiten Kreis nach hinten unten kommen. Komm an den Anfang deiner Matte, wenn du da nicht schon bist. Einatmen, heb deine Arme über die Seiten oder vorne. Ausatmend, Hände schließen vor deinem Herzen. Noch einmal so einatmen. Heb die Arme über die Seiten im Raum, eine leichte Rückbeuge, wenn du magst. Und ausatme diesmal mit weichen Knien. Falte dich nach vorne in eine Vorwärtsbeuge.
Einatmen, komm von hier in eine halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken, Hände auf deinen Schienbeinen oder Oberschenkeln, Fingerspitzen nach unten. Ausatmen mit gebeugten, weichen Knien, sink wieder nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmen, presse deine Füße, nimm die Arme über die Seiten oder vorne wieder über dich nach oben. Streck dich, Urdhva-Sthasana. Und ausatmend, Hände sinken vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme. Ausatmend, Handflächen kommen zueinander, du tauchst nach unten ab in deine Vorwärtsbeuge, Uttanasana, weiche Knie. Einatmend, halbe Vorwärtsbeuge, saug den Nabel zur Wirbelsäule ran, zieh die Schulterblätter zusammen, Blick gerade nach unten. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, press wieder in deine Füße, richte dich auf, nimm die Arme mit. Und ausatmend, Hände kommen vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme, streck dich. Ausatmen, tauch wieder ab, lehn dich nach vorne, lass dich nach vorne fließen, wie eine Verneigung. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Und Achtung, wir verändern. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Bring deine Hände rechts und links neben deine Füße. Einatmen, rechter Fuß macht einen großen Schritt zurück. Du erdest das hintere Knie auf der Matte, schaust nach vorne. Wir bleiben in der ersten Runde hier ein paar Atemzüge. Du kannst dir gerne deine Blöcke oder Bücher unter deine Hände nehmen. Guck einmal, dass der vordere Fuß unter deinem vorderen Knie ist, dass du hier nicht in einen spitzen Winkel mit dem Knie kommst. Und dann roll auch hier nochmal die Schultern nach oben und deinen Rücken nach unten zurück. Schau nach vorne, Nabel sanft aktiviert. Für noch einen Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen bring die Hände schon mal in die Matte links und rechts neben deinen vorderen Fuß. Einatmen, heb das hintere Knie. Und ausatmen, steig mit dem linken Fuß neben den rechten in einen herabschauenden Hund. Und weil es wahrscheinlich auch dein erster herabschauender Hund ist, finde dich hier erstmal ein. Press gut mit beiden Händen in die Erde vor dir. Heb dich gerne mal auf, deine Zehenspitzen, schieb dein Steißbein ganz weit nach oben, lass den Rücken lang werden. Und erst mit dieser Länge im Rücken sinken deine Fersen wieder ein bisschen Richtung Erde. Vielleicht magst du abwechselnd rechtes und linkes Knie hier beugen, deinen Hund ein wenig auslaufen. Lass nochmal deinen Nacken ganz entspannt und locker. Kopf hängt hier einfach und du schaust zwischen deinen Füßen nach hinten durch. Atme tief ein. Gerne mal ganz lösend durch deinen Mund ausblubbern. Noch einmal so tief ein. Und blubbernd aus. Gut. Und dann atme aus, lass die Fersen hier einmal sinken. Und einatmen, heb dich auf deine Zehenspitzen. Roll dich nach vorne in eine Planke mit den Schultern über deine Hände. Atme hier noch einmal aus. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule ran. Atme ein. Und ausatmend, setz die Knie ab, wenn du möchtest, oder behalte sie in der Luft. Und beug die Ellenbogen nach hinten entlang deines Oberkörpers. Leg dich wie ein Brett auf der Erde ab. Hände kommen unter deine Schultern, Fußrücken in die Matte. Einatmend. Baby-Cobra, zieh die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, Stirn Richtung Matte, stülp die Zehen unter. Herabschauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Einatmen, rechter Fuß macht einen großen Schritt zwischen deine Hände. Und du erdest das hintere Knie, kommst auf deine Fingerspitzen, richtest dich hier auf, greifst dir gerne wieder die Blöcke oder Bücher. Lass nochmal die Schultern einatmen, zu den Ohren hochrollen und ausatmen zurück. Schaffst Länge im Rücken. Bleibst hier für 2, 3 Atemzüge in unserer ersten Runde vom klassischen Sonnengruß. Atme aus. Noch einmal ein. Und diesmal ausatmen, bring die Hände rechts und links neben deinen vorderen Fuß. Steig zurück in eine Vorwärtsbeuge. Füße hüftbreit. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze mit weichen Knien. Und dann press wieder in deine Füße. Einatmen, nimm die Arme über die Seiten oder vorne mit, streck dich. Ausatmen, Hände sinken vor dein Herz. Hände neben deine Hüften.
Einatmend, heb die Arme wieder. Urdhvastasana, streck dich. Ausatmen, falte dich nach vorne. Diesmal einatmen pro Bewegung. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Erde deine Hände. Einatmen, linker Fuß macht einen großen Schritt zurück. Bringst das hintere Knie auf die Erde, schau nach vorne. Und ausatmend, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich wie über eine Hürde, wellenförmig nach vorne in die Planke. Ausatmen, beug die Ellbogen an deine Rippenbögen, leg dich auf Erde ab. Fußrücken in die Matte, einatmen, Bhujangasana, Baby Cobra. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß macht einen großen Schritt zwischen deine Hände, hinteres Knie erdet, schau nach vorn. Und ausatmen, Vorwärtsbeuge, lehn dich über deine Oberschenkel. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, deine Variante. Ausatmen, ganze. Einatmen, nimm die Arme mit, richte dich auf zum Stehen, streck dich. Ausatmend, Hände vor dein Herz. Tadasana, lass die Hände sinken. Einatmen, heb die Arme über vorne, streck dich. Ausatmen, falte dich wieder nach vorne, vielleicht in so einem Swan Dive, so einem Schwanen abtauchen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze. Einatmen, rechter Fuß steigt zurück, hinteres Knie kann erden, wenn du möchtest, du schaust nach vorne. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in die Planke, setz die Knie ab oder lass sie in der Luft. Und ausatmend, wie ein Brett legst du auf der Erde ab. Einatmend, heb deinen Brustkorb leicht, wenig Gewicht in deinen Händen. Ausatmen, stülp die Zehen unter, schieb dich über die Knie zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechter Fuß tritt nach vorne zwischen deine Hände, hinteres Knie kann erden, du schaust nach vorne. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmend, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, presse deine Füße, roll dich wieder nach oben auf, nimm beide Arme mit. Ausatmend, Hände vors Herz, Tadasana. Lass die Hände sinken. Einatmend, heb deine Arme über vorne oder die Seiten. Ausatmend, falte dich noch einmal hier nach vorne. Fließ nach unten, verbeug dich vor dir selber. Einatmend, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze. Bring die Hände rechts und links neben deine Füße. Einatmen, linker Fuß macht einen großen Schritt zurück. Hinteres Knie kann erden, schau nach vorne. Ausatmend, Adho Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in die Planke. Ausatmen, dein Weg nach unten. Wenn Chaturanga in deiner Praxis ist, kannst du auch durch Chaturanga. Ansonsten einatmen, Baby Cobra, press alle 10 Zehennägel und dein Schambein in die Matte. Ausatmen, stülp die Zehen unter, herabschauender Hund. Einatmen, linker Fuß kommt zwischen deine Hände, hinteres Knie erdet, schau nach vorn. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze. Lass deine Knie sich beugen, roll dich nach oben auf, mit dem Einatmen streck dich. Und ausatmen, bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Bleib hier, schieb noch einmal dein Brustbein gegen deine Daumen. Spür deinen Herzschlag, die Bewegung deines Brustkorbs gegen deine Daumen. Nimm wahr, wie so ein wenig durchfließen durch unseren Sonnengruß, der schon ganz viel bewegt in deinem System, in deinem Körper, in deinem Herz-Kreislauf-System, in deinem Nervensystem. Nimm hier wahr all das, was du jetzt spüren kannst. Lass gerne die Hände sinken, wenn es sich für dich gut anfühlt. Komm in deinen Berg. Augen gerne weich geschlossen oder Richtung Erde oder ohne Fokus in die Ferne gerichtet. Nimm hier einmal wahr.
den Kontakt deiner Füße zur Erde, dort, wo sie dich ganz stabil verankern. Davon ausgehend deine Aufrichtung nach oben, mit ganz viel Raum zwischen deinen Schultern und Ohren. Körpermitte sanft aktiviert, Mula Bandha sanft aktiviert, der Wurzelverschluss im Bereich deines Beckenbodens. Unser erster energetischer Verschluss im Yoga, von unseren 3, die wir haben. Und während du hier in den Nachwirkungen, in den Effekten von nur 4 Sonnengrüßen ein wenig badest, spür, wie dein Herzschlag sich langsam wieder beruhigt, wie deine Atemfrequenz ruhiger wird und langsamer. Wieder trotzdem Aktivität bis in deine Fingerspitzen ist. Sehr gut. Atme noch einmal tief ein. Ganz lösend aus. Wenn du die Augen geschlossen hattest, blinzel sie wieder auf. Einatmen, heb noch einmal die Arme, die Hände Richtung Decke, richte dich auf, zieh dich in die Länge. Und ausatmen, sink nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmen, komm hier in eine halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze. Erde deine Hände rechts und links neben deinen Füßen. Einatmen, steig zurück in eine Planke. Und ausatmen, dein Weg nach unten zur Erde, wie auch immer der aussieht. Einatmen, noch einmal in die Baby-Cobra, vielleicht hebst du ja kurz die Hände, presst alle 10 Zehennägel in die Matte, Knie aktiv, Schambein in der Matte, atmest dir noch einmal tief ein und aus. Noch einmal einatmen, also 2-mal. Und dann lass deine Hände wieder in die Erde kommen und schieb dich mit deinem Po zurück auf deine Fersen, bring einmal die Hände rechts und links neben deine Füße mit den Handrücken in die Matte. Und lass deine Stirn auf die Erde oder auf einen Block kommen. Und lande hier in deinem Kind, in deinem Balasana. Lass mit jedem Ausatmen dein Gesäß noch mehr auf deine Fersen sinken. Und mit jedem Einatmen erlaub deinem Bauch, sich ganz weit auszudehnen, so weit er es kann gegen deine Oberschenkel. Und gleichzeitig lass deinen unteren Rücken sich nach hinten oben Richtung Decke ausdehnen. Den Raum zwischen deinen Schulterblättern weiten. Und spür hier nach. Atme noch einmal tief, tief ein. Ganz lösend aus, gern mit einem Seufzen. Und dann einatmen, roll dich langsam nach oben auf, zieh die Fingerspitzen von hinten zu deinen Knien nach vorne, komm hier in einen Fersensitz. Wenn der Fersensitz für deinen Körper nicht angenehm ist, du kannst dich in jede andere Variante deines aufrechten Sitzes aufsetzen. Vielleicht ist es auch angenehm, wenn du dich auf einen Block setzt, den du zwischen Po und Erde hier schiebst im Fersensitz, dann ist weniger Last auf deinen Knien. Finde deine Variante. Und dann zieh auch hier nochmal die Schultern weit zu deinen Ohren hoch. Lass sie mit dem Ausatmen nach hinten unten sinken. Und nach diesem Wärme generieren, vielleicht auch so ein bisschen Feuer schaffen, vielleicht sogar ins Schwitzen kommen. Manchmal passiert das schon bei 4 Sonnengrüßen. Lass uns unser System wieder ganz bewusst mit einer Atemtechnik, mit einer Pranayama-Technik abkühlen und von innen befeuchten. Und das ist der Shitali oder Shitkari-Atem. Shitali ist Einatmen durch deine Zunge, die zusammengerollt ist. Sieht dann so aus. Und zum Ausatmen ziehst du die Zunge wieder in den Mund zurück, schließt die Lippen, atmest durch die Nase ruhig und gleichmäßig aus. Bei Shitali ist das Wichtige zu sagen, nicht alle Menschen können das, weil nicht alle Menschen die Zunge rollen können. Und
Du hast keine Wahl darüber, egal wie viel du übst, ob du das kannst oder nicht. Vielleicht kannst du es. Wenn du es nicht kannst, dann wirst du es leider auch nie lernen, weil das einfach genetisch bedingt ist. Deswegen probier gerne einmal, ob du deine Zunge rollen kannst. Wenn das für dich funktioniert, dann kannst du Shitali üben. Ein durch diese zusammengerollte Zunge, wie so ein Taco. Manche sagen auch Taco Breath. Meine Lehrerin sagt das immer, Echo. Und aus durch die Nase. Wenn das für deinen Körper nicht funktioniert, dann presst du die Schneidezähne aufeinander und atmest durch die Schneidezähne ein und dann schließt du auch den Mund und atmest durch die Nase aus. Sieht dann so aus. Du machst das für die komplette Länge und Dauer deines Ein- und Ausatems. Deswegen probier dir einmal aus, was dir angenehmer ist. Es kann auch sein, selbst wenn du die Zunge rollen kannst, dass es angenehmer ist, durch diese zusammengepressten Schneidezähne einzuatmen. Das ist dann der Shikari-Atem. Also Shitali oder Shikari ist dieser kühlende, befeuchtende Atem. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkel oder deinem Schoß. Atme nochmal ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Wir bleiben gleich für ungefähr 2 Minuten in dieser Atmung. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Und entweder roll deine Zunge und atme ein durch die zusammengerollte Zunge oder durch die zusammengepressten Schneidezähne. Schließ den Mund, lass die Zunge weich werden, atme aus durch deine Nase, ruhig und gleichmäßig. Und du beginnst die nächste Runde, wenn du soweit bist. Füllst bis tief in deinen Bauch, deinen Schoß hinein und aus durch die Nase. Lässt den Kiefer dabei entspannt, die Stirn. Bauch und Beckenboden weich. Lass auch nochmal die Schultern ein wenig weiter deinen Rücken herabsinken. Noch etwa 3 Atemzüge so. Ein wie durch einen Strohhalm einatmend und aus durch deine Nase. Letztes Mal. Nach deinem Ausatmen, lass deinen Atem hier wieder ruhig werden. Sanft ein- und aus durch deine Nase, so wie er ganz von alleine kommt und geht. Wir bleiben hier in einer kurzen Meditation im Nachspüren. Wenn du merkst, du möchtest dich dafür anders hinsetzen, dann tu das jetzt gerne. Ansonsten kannst du dir nochmal überlegen, ob du die Handflächen nach unten gedreht lassen möchtest, für mehr Erdung oder vielleicht nach oben für mehr energetisierende, energieabgebende Qualitäten. Vielleicht bringst du Daumen und Zeigefinger zueinander für Fokus und Konzentration. Und dann entlasse ich dich hier in die Stille. Wenn deine Gedanken auf Wanderschaft gehen, bring sie zurück zu deinem Atem, verfolge diesen mit deiner Aufmerksamkeit.
bis dich ein Klang zurückholt. Entspann deinen Kiefer, die Stirn, die Schultern, Bauch, Beckenboden noch einmal. Und dann bade auch hier wieder in den Empfindungen, in dem Nachwirken lassen der Praxis. Atme tief ein, lösend aus. Ja, nochmal so. Und dann bring einmal deine Hände in einer Geste der Dankbarkeit vor deinem Herzen oder auf deinem Herzen zusammen. Vielleicht ist es auch eine Umarmung, vielleicht hältst du dich hier selber noch für einen Moment. Nimm hier noch einmal wahr, wie bist du jetzt hier? Was ist jetzt ganz spürbar, ganz lebendig in dir? Und vielleicht ist es genau das Gleiche wie zu Beginn. Aus meiner Erfahrung verändert sich aber meist etwas durch die Praxis, selbst wenn diese nicht lang ist. Nur ein kleines bisschen verändert schon etwas. Deswegen ist es auch viel sinnvoller und wichtiger aus meiner Sicht, immer wieder für nur kurz auf deine Matte zu kommen und kurz mit dir einzuchecken, als einmal die Woche oder alle paar Wochen eine 2-Stunden-Session oder eine ganz lange Praxis. Sondern es ist diese Regelmäßigkeit, dieses immer Wiederkehrende. Und selbst wenn das bedeutet, dass du manchmal einfach nur auf deine Matte kommst und auf ihr auf dem Rücken liegst oder dem Bauch oder im Kind, es ist trotzdem dieser Moment, der zählt. Es muss nicht lang sein. Für mich reichen da manchmal 5 bis 10 Minuten, einfach um mich wieder mehr zu spüren und wieder mehr klar zu sein, was ist gerade los? Was brauche ich eigentlich? Und dann lass uns diese Praxis mit einem tiefen Ein- und Ausatmen beenden. Atme dafür nochmal tief ein durch deine Nase. Atme noch mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Halte hier am höchsten Punkt. Halte nochmal, fühl diese Weite und diese Fülle mit Atem, mit Prana, mit Lebenskraft. Dann atme alles über deinen Mund lösend aus. Gern mit einem Seufzer, einem Hauchen. Blinzel deine Augen wieder auf. Orientiere dich bei dir im Raum oder an dem Ort, wo du gerade geübt hast. Schau dich um.
Vielleicht entdeckst du irgendetwas Neues, was dir vorher noch nicht so aufgefallen ist. Vielleicht auch etwas Vertrautes, was du lange nicht angeschaut hast, ganz bewusst. Und dann danke ich dir wirklich von Herzen, dass du heute mit mir auf die Matte gekommen bist. Das ist mir immer eine Riesenfreude. Ich freue mich auch total, wenn du mir dein Feedback, deine Kommentare unter dem Video dalässt. Gerne, wenn ich es am Freitag die Aufzeichnung hochlade. Das mache ich meist am Freitag, am Dienstagmorgen treffen wir uns hier live. Und ich brauche einfach ein bisschen, um das Video dann hochzuladen, um es noch zu bearbeiten. Und das ist meist Freitag dann fertig. Deswegen gerne Freitag nochmal reinschauen und wenn du mir etwas dalassen möchtest, dann einmal runterschreiben. Auch Wünsche für die nächste Session immer gerne. Und genauso hilfreich ist es für mich, wenn du dein Like oder ein Abo meines Kanals dalässt. Dann danke, danke, danke und hab einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, ganz egal, wann du praktizierst. Lass es dir gut gehen. Namaste. Danke, danke, danke.